In diesem Video schauen wir uns einmal das Heben sowie das Senken der einzelnen Kreisel bei den Isobus-Schwadern genauer an. Dazu gehen wir einmal in das Arbeitsmenü und im Arbeitsmenü sehen wir sowohl für den linken als auch für den rechten Kreisel entsprechend zwei Pfeiltasten, mit denen wir die einzelnen Kreisel heben oder senken können. Wenn man das jetzt hier zum Beispiel auf der rechten Seite macht, sieht man, solange der Vorgang ausgeführt wird, ist der Kreiselarm auch grün eingezeichnet. Wenn man ihn dann abgesenkt hat, ändert sich auch das Bild hier. Und wenn man wieder anhebt, ist er entsprechend, solange er sich anhebt, grün. Und wenn er dann oben ist, ändert sich das Bild entsprechend. Und wenn wir beide Kreisel gleichzeitig absenken wollen, haben wir hier unten in der Mitte auch noch diesen Doppelpfeil. Wenn wir da einmal drauf drücken, senken sich beide Kreisel ab. Entsprechend ändert sich das Bild für beide Kreisel. Zum Heben entsprechend einmal andersrum. Und was man jetzt hier auch schon sehr schön erkennen kann, wir haben entsprechend die Vorgewendeautomatik aktiviert. Das bedeutet, beim Ausheben schiebt er die Kreisel automatisch in die breiteste Position. Dadurch haben wir mehr Bodenfreiheit und können auch große Schwade problemlos überfahren. Die Funktionen kann man natürlich nicht nur übers Terminal direkt bedienen, sondern wir können die im Fan-One-Schlepper auch dem Fahrhebel zum Beispiel zuordnen. Da dafür einmal den Joystick entsperren, auf die entsprechenden Schwaderfunktionen zugreifen und dann sehen wir jetzt hier schon zum Beispiel auf der linken Seite einmal das Heben und Senken für beide Kreisel, das dann entsprechend der Position auch die Funktion wechselt. Das heißt, ist der Schwader ausgehoben, kann ich mit der Taste die Kreisel absenken. Ist er in abgesenkter Position, hebe ich sie entsprechend wieder aus. Das Ganze gäbe es alternativ mit den nächsten beiden Tasten auch als aufgelöste Funktionen. In dem Fall nehmen wir jetzt aber die kombinierte Funktion. Für den rechten Kreisel und den linken Kreisel zum Einzelaushub gibt es natürlich auch die einzelnen Funktionen und dann können wir das Heben und Senken direkt über den Fahrhebel im Fanschlepper bedienen.